Ja, was fragen wir ihn zuerst? Also eigentlich brauchen wir Hilfe bei demjenigen, den wir gerade bestohlen haben. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Siri in der Nähe von diesem Kataklysmus da hätte sein können. Fangen wir damit an. Need your help. Siri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast. The site upon which the Druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Ard Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Wondering if I should talk to Ermion. Leave that to me. Go. Seek and find your Cyrilla. If any ill befell her here, on Ard Skellig on my watch, I'd never forgive myself. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Unfold! Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Can't help wondering. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see an Nilfgaardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So yes, I ask that you explain things to her and bring her back. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye, dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarach here on Ard Skellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ard Skellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krach. I will see you later.
Ich habe ja schon befürchtet, dass wir hier in irgendwelche Politikkrempel mit reingezogen werden und genauso ist es halt auch gekommen. Wie geil einfach die Aussicht in diesem Spiel ist. Die Weitsicht. So. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich einen Haufen neuer Quests bekommen. Echo der Vergangenheit soll es sein. Das haben wir aber auch noch hier alles. Ja, wir machen aber tatsächlich erstmal mit der Main Quest tatsächlich weiter, denke ich. Wonder if he's as strong as he looks. Ist er. Nothing quite like a witcher. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Hier oben lang? Dann hier lang, dann hier. Grand those swords. Little Lorgan's but I birthday prefer me tomorrow. trusty axe. I've no clue what to give her. Maybe a nice little axe. Pretty nice. Ah ja, dann geht's hier lang. Ich gucke mir aber kurz vorher mal den Schmied hier oben an, ob der mir irgendwas anzubieten hat. Oder ob ich zumindest hier meine Waffen mal gerade schärfen kann. What's this? It's, Da geht's runter. adornment. They engraved it. Melt this blade and forge it again. A sword for cutting, not looking pretty. Mind your manners. Okay, mit dem kann ich nicht quatschen. Greetings, White Wolf. I suspected you'd come by. Bah, I was sure of it. Oh yeah? The best stocked armory in all Skellig is right here at Caer Trolde Castle. Everyone knows it. I'll gladly see for myself. Take your time. Give them all a careful look. Okay. Erstmal spielen wir gewinnt gegen den. Wouldn't mind a few rounds of cards. Die tauschen wir mal aus und... Ja, immerhin eine Spionagekarte bekommen. Dijkstra. Okay, mein Gegner passt. Ja, spielen wir halt noch eine Karte aus. Manchmal ist die KI so ein bisschen broken, wenn es um Gewinn geht. Ja, eigentlich müssen wir nicht großartig überlegen, was wir spielen. Ich spiele einfach alle meine Heldenkarten und dann ist eh Feierabend. Die Tristkarte fehlt mir immer noch. Ich bin gespannt, wo ich die herkriege irgendwann. Ist mittlerweile eigentlich fast unmöglich für mich, einen Gewinn zu verlieren mit dem Deck, was ich habe. Spielen einfach mal. Ach nee, ich kann meine Dings nicht einsetzen. Na komm, spielen wir gutes Wetter. Mehr kann er jetzt eh nicht mehr machen eigentlich.
Eine coole Karte. Die Pestmaid. Die wird ja sicherlich bei den Monstern untergebracht sein. Jo. Ja, mein Monsterdeck wird auch langsam besser. So you're back. Was right. So, gucken wir mal, ob er ein Meisterrüstungsschmied ist. Looking for someone who can make me a master quality breastplate. Never known a master who wasn't a dwarf. Fergus, perhaps? Say he's holed up somewhere in Velen. Na gut, den kennen wir sogar schon. What do you think? Who'll be the next king of the Isles? Hjalmar, clear as day. Lad's brave and generous. And from Croc's own line. No better claimant. Ich vermute, dass der schon tot ist. Und zwar wird er irgendjemandem von der wilden Jagd begegnet sein, wenn die Insel da von Frostheim gesucht wurde. Wouldn't mind a look at your stock. Da sehe ich relativ wenig Chancen für den. So, wir können ja jede Menge Karten kaufen. Das werden wir jetzt erstmal machen. Ibrahim Savis Karten. Feuchte, schimmelige Notizen von Hieronymus zum Hexer Elgar. Kaufen wir auch mal auf jeden Fall. Notizen auf Pergament von Hieronymus zum Hexer Elgar. Kaufen wir auch mal. Okay. Es wird hier auch noch irgendwo, ich weiß nicht, ist das die? Ne, das ist nicht. Es gibt ein Set, ein skelliges Set. Es kann sein, dass ich das da bekomme bei einem von diesen Notizen, die ich gerade erworben habe. Auf jeden Fall kann ich hier mega viel Stuff kaufen. Erstmal kann ich vor allem gerade meine Sachen loswerden, die ich nicht mehr brauche. Weil der hat relativ viel Geld dabei. Warte mal gucken. Kapitänsstiefel brauchen wir nicht mehr. Assassinenhandschuhe. Die skellige Klamotten packen wir in die Truhe beim nächsten Mal, wenn wir in der Truhe sind. Jetzt ist noch die Frage, ob ich mir von dem irgendwas zerlegen lasse. Reparieren? Ja, soll er einfach mal alles reparieren. Ich habe halt noch so viel Stuff hier. Diese ganzen Monster-Sachen und alles. Ob ich das einfach mal alles kaputt machen sollte. Na, wahrscheinlich bisher nicht alles, aber ich weiß halt nicht, was ich dafür wann brauche, ist das Problem. Vielleicht mache ich das nochmal wann anders. Einfach wenn ich gezielt irgendwas craften möchte. Weil das ist auch, glaube ich, ganz schön teuer, den Spaß durchzuführen. Diese Neckaraugen in so ein Monsterauge umzuwandeln und so ein Scheiß. Ja, das machen wir mal nicht jetzt. Okay. So long. Vielleicht crafte ich mir irgendwo zwischendurch gleich mal wieder eine andere Rüstung. Mal gucken. Erstmal haben wir hier jetzt eine ganze Menge neue Karten bekommen. Nach Professor Atemsteins Einführung studierte ich die Spuren der Anwesenheit von Hexern der Bärenschule. Ich entdeckte ihr Bärensymbol an immer mehr Orten. Jeden davon habe ich auf dieser Karte verzeichnet. Ich stellte etwas Beunruhigendes fest. Ein gewisser seltsamer Herr verfolgt mich offenbar seit einiger Zeit. Er übernachtet in den gleichen Herbergen wie ich, folgt mir wie ein Schatten. Ich habe beschlossen, umgehend zum Ausgangspunkt meiner Suche zurückzukehren, zu den Ruinen der Burg Toursearch und dort die anderen Expeditionsmitglieder zu treffen. Ibrahim Savi, Assistent, tralala. Ich habe mich unverzüglich auf den Weg zu den Ruinen der Burg Toursearch gemacht, wo wir unsere Studien begonnen haben. Auf der Reise bin ich auf weitere Bärensymbole gestoßen und habe sie auf der Karte verzeichnet. In zittriger Handschrift verfasst, er verfolgt mich immer noch. Karte ist beschädigt und blutbefleckt. Die markierten Orte sind schwierig zu erkennen und nur ein Teil des Texts ist leserlich. In den Ruinen von Burg Toursearch. Dort haben wir die ersten Symbole gefunden. Dort werde ich sicher sein. Blutflecken. Jo, der ist wohl umgebracht worden. Feuchte, schimmelige Notizen von Hieronymus zum Hexer Elgar. Elgar hat weitere Schemas zum Verbessern der Wolfsschulenausrüstung in verschiedenen Regionen von Skellige versteckt. Einige befinden sich in einem hölzernen Fort im Süden Artskelligs. Andere liegen in den Ruinen im Westen Hintjarsfalls. Und ein dritter Satz ist in den Grabbügeln im Westen von Artskellig verborgen. Ja, die Wolfsrüstung will ich mir irgendwann mal machen, aber die ist noch relativ hoch für mich im Level, also kann ich wahrscheinlich nicht benutzen.
Es sind noch weitere Schemas dann. Einige Schemas zum Verbessern der Wolfsschulenausrüstung sind auf den Skellige-Inseln versteckt. Aegar ließ im Zentrum Art Skelligs sowie in den Ruinen zweier Wachtürme auf Undvik und auf Spikerok. Er hofft auf Hexer, die sie brauchen und klug genug sein würden, sie zu finden. Okay. Damit haben wir jetzt, genau, ganz einen Haufen neuer Schatzsuchen. Und jetzt haben wir auch erstmal ein wenig Muße, sage ich mal, um uns zu entscheiden, was wir jetzt an Quests eigentlich angehen. Weil ich finde, diese Ausrüstung hier ist halt mega unpassend hier für die Wettergegebenheiten. Deswegen würde ich gerne irgendwie was anderes anziehen. Die Frage ist nur, was? Schemas zur Verbesserung der Bärenschulenausrüstung für Stufe 12 wäre das. Und die Wolfsschulenausrüstung ist für Stufe 14. Also ich würde tatsächlich hiermit erstmal anfangen im Moment. Und alles andere ignorieren. Das hier können wir vielleicht uns noch holen. Weiß noch nicht ganz genau, wie ich da hinkomme. Genau, dann kann ich hier so ein paar Sachen schon erkunden. Und werde mir einfach mal hier die Sachen auf den Inseln zusammensuchen. Dass wir hier ein bisschen vorankommen und ich einfach mal auch bessere Ausrüstung kriege. Weil diese Katzenschulen-Sache, die ist zwar stark, die Rüstung, aber die sieht halt einfach super beschissen aus. Also hier für das Wetter, das geht halt gar nicht klar. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da oben hoch? Gerade mal schauen, ob es hier irgendwo lang geht. Hier werde ich sicherlich nicht hochkommen. Hier will Geralt nicht hoch. Hier komme ich auch nicht hoch. Okay. Müssen wir nochmal einen anderen Weg überlegen. Irgendwie muss es da ja hochgehen. Wir erkunden gerade mal kurz ein bisschen hier die Burg, bevor wir irgendwas anderes machen. Ach so, und wahrscheinlich wird hier irgendwo ja der komische Mäusesack noch untergebracht sein. Gegen den sollten wir ja noch Gewinn spielen. Das können wir vielleicht auch noch machen. Nee, hier wollte ich nicht hin. Geht's hier noch lang? Das ist auch eine Schlafkammer. Ha. Wo ist denn hier die... Spielen wir eben mal gewinnt gegen Mäusesack. Der muss ja irgendwo hier in der Nähe sein. Oder auch nicht. What the fuck, warum ist der hier hinten? Ja, dann machen wir das erst nicht. Trotzdem bleibt die Frage, wie ich hier irgendwo nach oben komme. Oder muss ich da tatsächlich von einer ganz anderen Seite ran? Foreigner, what's your step? Kann mal schauen, ob ich hier irgendwo lang kann. Da kann ich mich mit durch, der war eben das Quest. Crack and Crate ist hier. Kann ich gegen den Gewinn spielen? Nee, aber fragen wir mal nach Hammond. I'm looking for a man named Hammond. What's so funny? He's the chief pirate of Pharaoh, commander of a mighty fleet and a briar in every clan's ass. Though Holger's most of all, as he has to deal with him. Still don't get what part of that amuses you. You want something from him, that's clear.
but Hammond has no patience for your kind. A few words, and he'll have you thrown in the bear pit. After which, you'll promptly kill him, and my troubles will be over. That is why I laugh. We'll see how it goes. I'm off to Pharaoh. There's a price on Hammond's head. Once you're done, come see me. I'll pay you gladly. Das ist der Typ, den Lambert sucht. Okay, das ist also gut, dass die Quest auch weitergeht. Das hilft mir jetzt aber nicht, wie ich nach da oben zu diesem komischen Ort komme. Yeah. That caught a turn. Grand those swords, but I prefer me trusty. Wind's howling. Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Vielleicht von hier irgendwo. Schauen uns einfach gerade mal ein bisschen um hier in der Gegend. So hässlich ist hier ja nicht. Achso, hier bin ich wieder in der Halle. Ja, für den Arsch. Es kann tatsächlich sein, dass ich da von irgendwo ganz anders hinkomme. Stay out of trouble, or you'll answer Oder to da me. unten geht es auch noch irgendwo lang. Also wenn man sich das auf der Karte anguckt, kann es tatsächlich sein, dass man hier ist ja auch noch irgendwie was, dass man da von hier aus irgendwie hochkommt oder so, oder von hier unten. Ja. Müssen wir anders machen. Oder machen wir irgendwann anders mal. Also diese Bärensuche, oder das war hier noch in der Nähe einigermaßen. Dann machen wir das jetzt erstmal tatsächlich. Danach gucke ich mich mal um nach einer anderen Ausrüstung. Wir haben auf jeden Fall noch mehr als genug zu tun hier im Gebiet. Best blade's not worth shine if a weak arm swinging it, eh? Hier unten war, glaube ich, noch irgendwo noch ein Händler, mit dem ich quatschen konnte. Ja, geht mir das im Weg. Diese Bucht ist einfach so geil designt. Das ist einfach echt der Hammer, wie weit man gucken kann. Ich glaube, hier war der Händler. Das ist aber schon mal weitergezogen. Das ist nämlich nicht mehr hier. Kann sein, dass das dieser laufende Händler war, den ich hier unterwegs auch schon mal getroffen habe. Who made that be? You're blind. Dass er deshalb halt nicht mehr da ist. What's it doing here? It's a friend of yours. Maybe come to visit. Slow. So, Familienklinge. Wo genau war die? Hier runter. Okay, ja gut, dann werde ich erstmal hier vorbeikommen. Und hier unten die Quest annehmen, die unterwegs noch ist. Das machen wir mal gerade noch. Das war der Händler, glaube ich. Alle rasten aus. Ist alles cool, es ist niemand mehr da. Ja, red halt mit mir jetzt. But I prefer me trusty axe. Holy shit. Ach, mit dem hier soll ich reden. Most humbly beg your pardon, but I'm in quite a predicament, see. I'm a wandering juggler from occupied Temeria and... Temeria? You sure? Not Novigrad? What? Why Novigrad? No, I come from Maribor and... You're not cut out for this line of work. Memory's too short. See, we've met. But you were a respected Novigrad merchant who wanted desperately to get home. Oh, but I assure you, all right, you got me. I know this all looks bad, but I swear I'll pay you back, mate. All of it, with interest. Just, please, don't take me to the Jarl.
Tja, den bringen wir auf jeden Fall zum Jal, weil das ist der Typ, der mir 150 Kronen abgenommen hat und dann meinte, er will nach Hause segeln. Das hätte er machen können aus dem Hafen. Jetzt ist er hier unterwegs und bettelt mich mit einer anderen Story an. Think you could fool me a second time? I'm gonna let the Jarl decide what to do with you. Force me to come with you? Go ahead, try. Best blade's not worth shite if a weak arm's swinging it, eh? Oh, habe ich meine 150 Kronen auch wieder. Ich habe die Wachen verärgert. Warum wohl, bitte? Greetings. Und wenn ich den getroffen habe, wenn der mir da im Weg steht, da kann ich ja nichts für, bitte. Das ist ja lächerlichst. Okay. Dann ist das, denke ich, ein guter Ort, dass wir die Folge hier beenden. Und sehen uns dann morgen wieder und dann gehen wir mal schauen, irgendwie, was hier questmäßig so noch geht. Wird bestimmt noch einiges sein.